Möchten Sie noch ein Gläschen Champagner? Arbeiten in der Kabine, chillen in der Karibik. Abenteuer, Flugbegleiter. Für mich ist es ein Traumjob, absolut. Sonne, Strand und Meer, bezahlt vom Arbeitgeber für die komplette Crew. Ein toller Ort, also wunderschöner Strand. Selten daheim, unregelmäßige Arbeitszeiten, eine Hürde für Partner und Familie. Man ist weg unter der Woche, wenn es ganz schlecht läuft, auch mal für Geburtstage, Weihnachten, Silvester und das ist belastend. Arbeiten auf der Langstrecke. Take-off. Albtraum oder Traumjob? Außerdem Einsatz für das Special Assistance Team. Maria, Sie haben nichts falsch gemacht. Das Personal an Bord hat seinen Job gemacht und Sie sind aus dem Flugzeug gekommen. Sie betreuen Angehörige im Notfall. Haben Sie irgendwie eine Freundin, die wir vielleicht verständigen können? Wir sind im Prinzip für die psychosoziale Notfallversorgung da. Penny! Penny, kleine Maus, wo bist du? Mit Schauspielern trainieren sie Notlagen. Wenn da plötzlich so viele Menschen sind, da hast du vielleicht 500 Leute, die da irgendwo betreut werden wollen. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen rund um Deutschlands größten Flughafen. Mehr als 40.000 Flugbegleiter arbeiten bei Deutschen Airlines. Sie reisen zu den schönsten, sonnigsten Plätzen dieser Welt. So wie die Crew von Flug.de 2228. In Frankfurt gestartet, in der Karibik gestrandet. Ich bin Maike, seit 23 Jahren Flugbegleiterin bei der Condor und bin Galley-Verantwortliche auf dem A330 Neo. Ich bin Maren und arbeite auf dem A330 Neo in der Business Class. Ich bin Flugbegleiterin bei der Condor und zwar seit dem 13.05.96. Und im Moment fliege ich die 767, aber auch den Neo, den A330. Und den fliege ich besonders gerne. Das ist der Neo, der Airbus A330 Neo. Das neue Flaggschiff der Airline. Gestern ist die Crew in der Dominikanischen Republik gelandet. Jetzt haben sie frei. 3 Tage Punta Cana mit Hotel und Vollpension, bezahlt von ihrem Arbeitgeber. Freizeit als Arbeitszeit, das gehört zum Job, sagt Flugbegleiterin Alexandra Klepser. Eigentlich ist ja die Arbeitszeit nur an Bord, aber klar, also da die Condor nicht jeden Tag hierher fliegt, müssen sie uns dann hier lassen und dann ist es quasi sowas wie Arbeitszeit, ja, und das ist schon besonders, stimmt, ja, da kann man sich was Schönes draus stricken, je nachdem wie die Crew ist, macht man was zusammen oder manchmal auch alleine. 3 Tage Karibik plus 1 Tag hin und 1 Tag Rückflug. Insgesamt 5 Tage weg von daheim. Und das 3 bis 4 Mal pro Monat. Da müssen Familie und Partner mitmachen. In meiner Familie lässt sich unheimlich gut vereinbaren. Meine Kinder sind mittlerweile schon groß und verreisen auch gerne mit mir mit oder kommen mit mir gerne mit. Von daher genieße ich die Zeit schon sehr. Meinen Mann habe ich kennengelernt, als ich schon geflogen bin und der wusste genau, worauf er sich einlässt. Und mit seinem Job lässt sich das super vereinbaren und so ist es mit Kindern, Familie perfekt. Das Urlaubsparadies kennen Sie gut. Sie sind schon zum 5. oder 8. Mal hier. Bei den vielen Destinationen verliert man schnell die Übersicht. Das war vor 2 Monaten, da sind wir hier vorne am Strand direkt ins Wasser und da haben wir 2 Schildkröten gesehen. Die sogenannte karibische Bastard-Schildkröte. Segeln, tauchen und chillen am Hotelpool. Unter den Traumjobs ist Flugbegleiter der Favorit. Ich glaube nicht wirklich an Traumjobs, aber mein Job macht mir Spaß und ich gehe gerne zur Arbeit. Und deswegen, wenn es sowas Ähnliches wie einen Traumjob gibt, dann ja. Aber für mich halt. Ich glaube, es wäre nicht für jeden was, aber für mich ist es genau richtig. Ich bin halt auch Mama und da ist es auch mal schön wegzukommen und Zeit für sich zu haben. Hallo Jungs. Und ja, deswegen, also für mich ist es quasi ein Traumjob, ja. Ich mache es sehr gerne. Okay, ich probiere es.
Alina Hajduk und Philipp Lünstroth, die Piloten aus Frankfurt. Ihr Entspannungsprogramm Tennis bei 33 Grad. Wir müssen uns auch ein bisschen bewegen. Ist ein guter Gegenpol zum 10-stündigen Sitzen. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schmerzt hier auf dem heißen Asphalt, aber sich ein bisschen zu bewegen macht auch Spaß. Also angenehmer Schmerz. Ich mag das total gerne. So ein bisschen auspowern, nicht zu viel. Gemütliches Spiel. Ja, die Jungs sind nett zu mir. Ich kann nicht ganz so gut Tennis spielen, aber es ist ja quasi ein Freundschaftsspiel. Dann passt das schon. Achtung, Alina! Ja! Entschuldigung. Unter den Jungs ist ihr Ehemann. Vor 2 Monaten haben Alina und Julian geheiratet. Ehepartner und Kinder der Crew dürfen mitreisen. Dafür bietet die Airline einen speziellen Service. Für den Flug bezahlen wir was. Es gibt da sogenannte Standby-Tickets. Die bekommt man kostengünstiger. Muss natürlich darauf hoffen, dass irgendwie ein Sitzplatz frei ist. Und hier fürs Hotel, dadurch, dass es all-inclusive ist, bezahlt man einen gewissen Preis. Aber es ist alles sehr fair für das, was man bekommt. Es ist hier ein tolles Hotel mit super vielen Möglichkeiten, Aktivitäten, Stand-Up-Paddling, Tennis. Könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Alina, deiner! Ja! Auch ihr Ehemann ist Pilot. Ganz stark. Im Cockpit einer Boeing 737 haben sie sich kennengelernt. Er ist damals Kapitän, sie Co-Pilotin. In der Pandemie verlieren beide ihren Job. SunExpress Deutschland stellt den Betrieb ein. Alina lässt sich umschulen und wird Pilotin auf einem der größten Frachtflugzeuge der Welt. Nach knapp 2 Jahren wechselt sie zur Condor. Julian Hajduk fliegt Frachtjumbos. Beide sehen sich oft tagelang nicht. Kurze Trinkpause. Okay. 2-2. Sehr gut. Ich wollte eigentlich, nachdem ich selber von der Arbeit gekommen bin, eigentlich mal ein paar Tage daheim bleiben. Nur meine Frau, als sie gesagt hat, sie hat eine Punta Cana gewonnen und sie mich fragt, wusste sie, ich sage ja, weil da hast du wieder Zeit zusammen. Wir machen das häufig, so oft es geht. Muss natürlich alles schön balanciert sein, dass wenn man es nur macht, dann verliert man die Zeit zu Hause ein bisschen mit Familie und Freunden. Und ja, wir probieren es, wenn es möglich ist, zu machen, aber nicht zu erzwingen. 2 Piloten, 9 Flugbegleiter und ein Ehemann. Jeder kann sich die 3 Tage Karibik einteilen, wie er möchte, betont Kapitän Lünstroth. Wer teilnehmen möchte, nimmt teil. Wir machen dann WhatsApp-Gruppen oder sprechen uns am Frühstückstisch ab oder sowas. Und das ist die altmodische Methode. Und dann trifft man sich am Strand oder am Tennisplatz oder fährt mit dem Bus irgendwo hin und macht eine kulturelle Unternehmung. Und weiter geht. Hauptsache bewegen in der schwülen Hitze. Ja, also ich lieb's. Es ist eine Hassliebe, würde ich sagen. Danach geht's dann in den Pool, von daher passt das schon. Crews übernachten vorwiegend in 4- bis 5-Sterne-Hotels. Ihre Zimmer dürfen nicht im Erdgeschoss liegen, das ist geregelt per Vertrag. Lichtdichte Vorhänge und Klimaanlagen sind ebenso Pflicht. Pro Jahr muss die Airline mehr als 12 Millionen Euro aufwenden, nur für Übernachtungen ihres fliegenden Personals. Das sind 3.200 Frauen und Männer. Gleich mehr von der Karibik. Zunächst fliegen wir zurück nach Frankfurt, zum Flughafen. Terminal 1. Bereich C. Samstagvormittag. Ansturm bei Condor. 9.000 Passagiere wollen heute in den Urlaub. Das Terminal für manchen Fluggast ein Ort voller Fragezeichen. 33 Abflüge stehen auf der Liste. Gut, wenn hier ein Team den Überblick behält. Das Special Assistance Team. Guten Morgen. Sie fliegen mit der Condor? Seattle. Seattle, okay. Dann hier bitte in diesen Bereich rein. Haben Sie schon eingecheckt? Nee, dann können Sie da hinten hingehen. Sie können direkt zum Security-Check gehen. Wenn Sie die Bordkarte haben, kein Gepäck. Nach Punta Cana, jawohl. Online-Check-In gemacht? Ja. Gran Canaria, Condor. Sind Sie genau richtig? Wir wollen nach Teneriffa. Aber Sie fliegen jetzt mit der Lufthansa? Das ist Lufthansa. Da müssen wir bei der Lufthansa drüber einchecken. Genau. Wenn ich meinen Flug verpasse, zahlen Sie den. Wo wollen Sie denn hin? Nach San Francisco, in die USA. Für Ferien finde ich sogar noch ruhig.
Also wir hatten es schon voller erlebt. Haben Sie schon eingecheckt? Okay, dann können Sie an die gelben Schalter gehen. Es ist auch schwierig jetzt zu leiten, wenn da neue Leute kommen. Wir wissen alle, dass Sie gerade auslaufen müssen. Ja? Ja. Okay. Also wir achten jetzt darauf, die Gäste, die hier reinkommen, dass wir die direkt vorne ein bisschen abholen und schauen, wo müssen die hin, ob die überhaupt hier zu Condor gehören, weil hier hinten ist meist nur Condor und Sun Express. Und dass andere Gäste, die gar nicht hier hinter gehören, gar nicht hier reinkommen, damit es hier nicht zu voll wird. Mario Stock ist Leiter des Special Assistance Teams. Das sind Condor-Mitarbeiter, die neben ihrem Job zusätzlich und ehrenamtlich Passagieren helfen. Ob im Notfall oder zu deren Orientierung. Das SAT-Team, das sind unternehmenseigene Strukturen der Airlines und Reiseorganisationen. Und ja, wir sind im Prinzip für die psychosoziale Notfallversorgung da. Wir unterstützen, wenn es, nehmen wir mal an, es verstirbt ein Gast im Urlaub und der Ehepartner reist alleine zurück, dann bieten wir dort Unterstützung an und helfen in den ersten Stunden. Sie helfen auch Touristen und Angehörigen bei Flugzeugunfällen und Naturkatastrophen am Ferienort, wie Waldbrände oder Überschwemmungen. 85 Notfalleinsätze hatten sie schon in diesem Jahr, erzählt der Einsatzleiter. Heute ist es ein bisschen angenehmer. Wir haben natürlich auch so die Aufgabe, dass wir auch organisatorisch mithelfen. Und da haben wir hier heute die beste Möglichkeit, gerade in den Ferien am Lining mit zu unterstützen. Alles gut, Sie haben jetzt nur... Mario Stock ist oft im Einsatz, weg von daheim. Seine Frau und Kinder unterstützen ihn. Da steht Hinflug. Gebe ich Ihnen recht? Das ist verwirrend, genau. Aber Sie sehen hier, ja. Ne, Frankfurt Las Palmas. Ja. Online haben Sie eingecheckt? Online habe ich eingecheckt. Dann dürfen Sie hier an diesem Baggage-Drop-Off-Schalter sich einreihen. Okay. Alles klar, vielen Guten Dank. Flug. Mario Stock ist auch Rettungssanitäter und Notfallseelsorger. Ich bin jetzt 10 Jahre bei der Condor und war 9 Jahre in der Finance-Abteilung. Und habe damals angefangen, im SAT-Team zu unterstützen. Und so lief das. Irgendwann wurde ich dann stellvertretender Leiter vom SAT-Team. Und jetzt seit Januar 2022 habe ich die Leitung übernommen. Guten Morgen, können wir Ihnen helfen? Ich bin eingecheckt, aber gestern wurde mein Flug gecancelt. Also ich möchte mit Condor mit jemandem sprechen. Also Sie fliegen nach Nizza? Ich fliege jetzt nach Nizza, genau. Genau, Sie sind umgebucht worden. Ich bin nicht umgebucht, ich habe einfach ein Ticket gekauft. Darum geht es mir. Ja. Also ich habe nichts von Condor gehört und dann habe ich einfach ein Ticket gekauft. Und das von gestern, Okay. Dann muss ich mich vergewissern. Das klären wir hier vorne ab. Kommen Sie gerade mal mit, ich gehe mit Ihnen mit. Also normalerweise ist der Flug ja verschoben worden auf heute, ne? Ja, das wusste ich nicht. Wie soll ich das erfahren? Ich habe keine E-Mail, keine... Also es wurden Messages an die Kunden rausgeschickt. Nee, ich habe keins. Haben Sie nicht bekommen? Haben Sie die Daten hinterlegt? Ja. Moment. Die Dame hat in ihrer Verzweiflung noch ein Ticket gekauft. Sie muss dringend zu ihrer Familie nach Frankreich. Ihr Flug geht in 50 Minuten. Okay, das wird knapp. Ja. Kleinen Moment. Entschuldigung. Danke. Mario Stock begleitet die Frau an der Schlange vorbei, direkt zu einem Kollegen. Morgen. Kleinen Moment. Der Kollege versucht, Ihnen zu helfen. Der Plan? Tickets stornieren, umbuchen, dann schnell zum Flieger. Hallo. Das ist mein... Ein Glücksfall für die Dame? Mario kennt jede Abkürzung im Terminal. Die Dame hat in 40 Minuten Boarding und das wird jetzt kritisch. Wir müssen sie noch durch die Security bekommen. Deswegen haben wir jetzt mal eine Ausnahme gemacht und haben sie vorgezogen. Ist das noch zu schaffen? Wir versuchen alles. Kriegen wir hin. Sein Motto: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zurück in die Dominikanische Republik. Dort genießt die Crew von Flug 2228 einen Ausflug im Karibischen Meer. ...25 Kilometer Strand mit Palmen und Kokossaft. Erholung pur für Kapitän, Pilotin und Flugbegleiterinnen. Wir haben eine tolle Crew dabei, macht viel Spaß mit denen und ja, ist schon cool, in so einer Runde an so einem Ort zu sein. Die Airline fliegt auch auf die Malediven, nach Mauritius, Montego Bay, Sansibar, Anchorage und Las Vegas. Orte, an denen ihr Arbeitgeber sie auch mal länger absetzt. Langweilig wird ihnen nie, sagt Kapitän Lünstroth.
Ja, die Mischung macht, wie immer im Leben. Ne? Also die Städte bieten unglaublich viel kulinarisch und auch außerhalb der Städte. Die Möglichkeiten rauszufahren, wenn ich jetzt an Nordamerika denke, dass man sich ein Auto mietet und in die Berge fährt und dort einen Tag verbringt. Das hat man hier nicht, weil die Infrastruktur nicht da ist. Dafür hat man hier es sehr leicht, sich zu erholen. Doch lange Aufenthalte an Traumstränden sind Ausnahmen, betont der Kapitän. An den meisten Orten bleiben sie nicht länger als einen Tag. So schön die langen Stops auch sind, sie sind auch eine Belastung für das Privatleben und die Familien daheim. Ja, das wird oft vergessen. Also wir reden oft von der Belastung der Piloten, Stressresistenz und Schlafmangel, Müdigkeit und so weiter. Ja, das gibt's, aber einen großen Teil der Belastung tragen auch die Familien, die Ehepartner, die Kinder. Man ist weg unter der Woche, wenn es ganz schlecht läuft, auch mal für Geburtstage, Weihnachten, Silvester oder irgendwelche größeren Feiertage nicht da. Und das ist belastend und das können nicht alle Familien, alle Partner auffangen. Ich bin da sehr dankbar, dass meine das macht. Ja. Ruhezeiten nach Langstreckenflügen sind gesetzlich vorgeschrieben. 24 bis 48 Stunden. 3 bis 5 Tage vor Ort ist eine Seltenheit. Wenn es halt so lange dauert, bis der nächste Flieger Ihrer Airline kommt, bitteschön. Dann bringen Sie Ihr Hobby mit in die Karibik oder wo auch immer. Mega. Das hat es in Mombasa schon so schön gemacht. Ich mag das eigentlich seit meiner Kindheit. Und ja, die Kollegen liegen am Strand und lesen Zeitschriften und ich mal halt. Für heute war's das. Zurück zum Hotel. Auf dem Segler vorwiegend Amerikaner. Jeder darf sich ein Lied wünschen. Die meisten wählen Salsa. Die Stewardessen Mary Rose. Einmal um die Welt, mit dir im Traumschiff um die ganze Welt. Alle Sorgen sind für immer vorbei. Endlich sind wir ganz frei, weil nur die Liebe zählt. Alle Sorgen sind für immer vorbei. Endlich sind wir ganz frei, weil nur die Liebe zählt. Zurück nach Frankfurt. Eine Frau muss dringend nach Nizza. Kann das Special Assistance Team helfen? Mario Stock kümmert sich um die Dame. Ihr Flug ist gestern ausgefallen. Sie bekam keine Nachricht von der Airline und hat ein zweites Ticket gekauft. Das Ticket wurde jetzt umgebucht. Dann ist eigentlich alles in Ordnung. Ja, genau. Wir haben jetzt nur ein bisschen Zeitproblem, aber da begleiten wir Sie und bringen Sie dann quasi bis ans Gate vor. Ja? Und das Ticket von gestern? Das ist jetzt storniert. Ja. Sie kriegen das Geld zurück. Ja. Was Sie jetzt machen, Sie gehen zum Check-in, wenn Sie noch keine Bordkarte haben, und checken dann für den Flieger für 10:35 Uhr. Okay, das machen wir, da helfe ich Ihnen jetzt. Okay. Ja, da gehen wir zusammen hin. Dankeschön. Danke. Die Frau hat nur Handgepäck. Das macht die Sache leichter, sagt Mario Stock und führt sie direkt zum Check-in-Schalter. So, einmal Ihren Pass. Haben Sie ihn dabei? Moment. Ja, ja. Schön. Ich hoffe, es wird gelöst. Ja klar, dafür sind wir noch da. Für ihren neuen Flug nach Nizza ist die Dame eingecheckt. Dankeschön. Ist so schnell und Alles gut, dafür sind wir da. Vielen Dank. Sehr gerne. Kommen Sie mit. Mario Stock begleitet die Frau noch zum Flieger. Den kompletten Service gibt's gratis. Gegenüber ein neues Problem. Kanada- und USA-Flüge müssen getrennt eingecheckt werden. Nur welche Schlange ist die richtige? Und dadurch verliert jeder den Überblick, wo er sich anstellen muss. Also eigentlich müssten wir die USA wieder hier ein bisschen zurückleiten. Dann machen wir das. Gut, perfekt. Dann einmal die Reihe in die Richtung bitte bilden. Kanada, dann bitte einmal dort hinten anstellen. Sie auch nach Kanada? Entschuldigung, Kanada, USA, gleichen Schlangen. Wo wollen Sie denn hin? USA. USA. Einfach nur geradeaus, dann weiterlaufen Okay. bitte. Welche Reihe hier oder da? Ist egal. Da. Nach USA über Kanada ist richtig, dass man bei Kanada eincheckt. Ne? Dann Kanada. Auch nach Kanada? Nee.
USA? Nee, Punta Cana. Punta Cana. Dann wäre das hier drüben die Reihe. Hier, das ist Kanada und USA. Seit 2019 ist Rebecca Brandt bei Condor. Seit 2 Jahren unterstützt sie ehrenamtlich das Special Assistance Team. Ich finde es schön, also ich arbeite im Büro, im Treibstoffeinkauf und ich finde es spannend, nah an dem Kunden zu sein. Natürlich sorgen wir im Hintergrund dafür, dass alles reibungslos läuft, aber hier ist man direkt an der Front und ich finde es spannend, halt das direkt miterleben zu können. Also das ist eine Sache von 1 Minute dann. Markus Petzold ist Wirtschaftsingenieur und für Wartungsverträge von Flugzeugen verantwortlich. Im Team ist er auch Ausbilder. Cool bleiben ist das Wichtigste in diesem Job, sagt er. Am Ende des Tages wollen die Leute in Urlaub. Keiner will was Böses. Die sind einfach nervös. Ja, und ich habe das jetzt gebucht und ich möchte das gerne. Ja, dann kriegen sie es auch. Aber manchmal muss man halt einmal tief durchatmen und dann kriegen wir das hin. Am Amerikaschalter der nächste Fall. Ein junger Mann hat Sorge, seinen Flug nach Anchorage zu verpassen. Yes, we escort you. With you. Sein Zug war verspätet. Ob sie ihn schnell zum Flieger bringen können, fragt der Amerikaner. Abflug wäre in 30 Minuten. Okay. I won't forget this from you guys. No. Oh no. They cannot check you in. Please. Doch daraus wird leider nichts. Oh, please. Because it's too late. Er ist zu spät. Muss umbuchen. Okay. Okay, schade. Da können wir jetzt wirklich nichts mehr machen. Das Boarding hat bereits begonnen und das kriegen wir jetzt nicht mehr hin. Er muss jetzt noch einchecken, dann müssen wir durch die Security, dann müssen wir durch die Passkontrolle und wie gesagt, wir sind schon am Borden und Kollegen haben gerade gesagt, das kriegen wir nicht mehr hin. Er ist zu spät gekommen, ja. Sorry. Please, rebooking. Yes, come on. Please follow me. Sie gehen zum Serviceschalter. Er kann morgen fliegen, wenn noch ein Platz frei ist. Die reisestärksten Tage sind Freitag und Samstag. Dann sind die Helfer von morgens bis abends im Einsatz. Guten Flug, schönen Urlaub. Danke. Dankeschön. Tschüss. Das ging schnell. Tschüssi. Wenn ihr hier mal 5, 6, 7, 8 Stunden geholfen habt, wisst ihr, was ihr getan habt. Die Füße qualmen abends. Auch morgen wollen sie wieder helfen, wohl wissend, dass jederzeit ein dramatischer Notfall auf sie zukommen kann. Dafür ist ja das Special Assistance Team da, ne, dass wir dann auch psychosozial unterstützen für den Fluggast und oder auch die Angehörigen. Ne? Das ist unsere Aufgabe. Das trainieren wir regelmäßig. Wir haben Notfallseelsorgerkurse und ja. Und so ein Training schauen wir uns gleich an. Genau. Zurück in die Karibik. Nach 3 Tagen Strand und Meer muss die Crew wieder arbeiten. Flughafen Punta Cana. Der Airbus ist soeben aus Frankfurt gelandet. Die Piloten Philipp Lünstroth und Alina Hajduk werden die Maschine zurückfliegen. Ein Nachtflug. Eine Herausforderung, die gut vorbereitet wird. Gestern früh ins Bett, dann ausgeschlafen, gemütlich gefrühstückt, noch ein bisschen bewegt. Dann gab es noch mal ein frühes Mittagessen und dann eigentlich nur noch im Bett geruht, ein bisschen geschlafen, je nachdem. Aber auch schon einfach die Füße hochlegen hilft ja auch. Der Flughafen ist zu klein. Es gibt keine Extraräume für das Crew-Briefing. Das muss an Bord stattfinden. Inklusive Kapitän und Putzteam. Das ist normal, dass es hier so ein Gewühle gibt im Turnaround. Jeder versucht seine Arbeit oder ihre Arbeit zu machen und das so schnell und so gründlich wie möglich. Und da kommt das bei raus. Ja. Vor allem an kleineren Flughäfen ist oft Flexibilität gefragt. Ja, nochmal der Vollständigkeit halber, geht's euch gut? Ja. Fühlt sich irgendjemand nicht gut?
Prima. Dann fliegen wir heute mit der Romeo Echo zurück nach Frankfurt. Flugzeit 8 Stunden 50. Es bleibt eigentlich auf der ganzen Strecke ruhig. Wetter in Frankfurt ist bis zu unserer Ankunft eigentlich ganz gut. Dann am Nachmittag, 2 Stunden nach der Ankunft, könnte es mal Regenschauer oder Gewitter geben. Wenn was ist, kommt vorbei, meldet euch. Machen wir. Danke. Wie vor jedem Start muss Kapitän Philipp Lünstroth den Flieger außen überprüfen, nach Schäden oder undichten Stellen. Der A330 Neo ist erst wenige Wochen alt. Der 44-Jährige ist einer der ersten Piloten auf dem neuen Flaggschiff der Airline. Riesig, schnell und vor allem sparsam. Wiegt 6,5 Tonnen, das Triebwerk. Oder so viel wie 130 karibische Bastardschildkröten. Seit 20 Jahren fliegt er Passagierflugzeuge. Angefangen hat alles in Amerika, in Kalifornien. Dort macht er den Privatpilotenschein. Das war so eine Art Test, um zu gucken, ob ich das überhaupt kann, mag und durchziehen kann. Der kostet ein paar $1000 und das kann man dann irgendwie verkraften. Und dann hat es mir gefallen, ich wollte dabei bleiben, bin nach Deutschland gegangen und habe das dann in Essen fortgeführt. An einer privaten Flugschule. Er lebt allein mit seiner Mutter. Sie hat einen großen Anteil an seinem Traumberuf. Sie hat ihn moralisch und finanziell unterstützt. Dafür ist er ihr heute sehr dankbar. Die Passagiere kommen. Der Flug ist ausgebucht. Die Piloten besprechen die Checklisten. QNH 3007. Preparation Checklist complete. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Hier vorne, ne? Genau, hier die zweite Reihe. Ja. Wunderschöne. Guten Abend. Okay. Load sheet is there, signed. Thank you very much. Gracias. Gracias, thank you. Kaffee heute das wichtigste Getränk für den Nachtflug. Nach Frankfurt fliegt Alina Hajduk. Die Route geht erstmal raus in den puerto-ricanischen Luftraum, dann über New York, also den New Yorker Luftraum zumindest. Dann geht es erstmal weiter über den Atlantik hinweg, an ein paar portugiesischen Inseln vorbei, dann nach Portugal, über Spanien, Frankreich, dann fliegen wir kurz über Luxemburg und ja, dann geht es auch schon quasi über Rheinland-Pfalz dann nach Frankfurt rein. We're missing one passenger. Einer schon schließen, wo... Also einer, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, einen schönen guten Abend aus dem Cockpit. Mein Name ist Philipp Lünstroth, ich bin der Kapitän heute auf Ihrem Condor-Flug 2227 von Punta Cana nach Frankfurt und begrüße Sie recht herzlich im Namen der gesamten Besatzung an Bord unseres Airbus A330. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Urlaub hier in der Dominikanischen Republik. Wir freuen uns, jetzt dann zurückfliegen zu können. Ich bin mir sicher, Sie werden auch ein bisschen schlafen auf dem Flug. Machen Sie es bequem, genießen Sie den Aufenthalt und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie könnten starten. Doch ein Passagier fehlt noch. Wo ist er? Yeah, it's over there. Ihr Bus zum Flughafen hatte Verspätung. Damit wären jetzt alle Fluggäste an Bord. Petra, die Dame ist jetzt gerade gekommen. Ich mach die Tür zu, okay? Okay, gut. Tschüss. Okay, so we're ready for pushback. May I release brakes? Starting engine 1. Clear. Starting engine 2. Go ahead.
left side. Clear right side. Okay, light off. Genau, ja. Ja, nächste dann nach links, Ja. ist der Echo und den kannst du eigentlich die ganze Zeit hinterher fahren. Ja, kannst jetzt hier einfach geradeaus rollen. Ja. Condor 2227, we are ready for departure. Approaching 08. Cabin crew, prepare for departure. Okay. Bist du dann ready? Ich bin ready. On runway 08. Alles klar, dann take off. Manflex 52 SRS on fast speed. Check. Thrust set. Gear up. Gear up. 1243, Condor 2227, thank you, goodbye. Noch 8 Stunden bis Frankfurt. Käse, Schinken, Lachs und Salat. Die Vorspeisen für die Gäste der Business Class. Um sie kümmern sich 3 Flugbegleiterinnen. Nach dem Hauptgang gehen hier die Lichter in den Schlafmodus. Bis zum Frühstück. 1 Stunde vor der Ankunft. Zurück nach Deutschland, nach Neu-Isenburg, zum Special Assistance Team. Condor-Zentrale, 3. Stock. Ich hätte sie doch aufhalten sollen. Warum habe ich das nicht getan? Warum? Maria, Sie haben nichts falsch gemacht. Das Personal an Bord hat seinen Job gemacht und Sie sind aus dem Flugzeug gekommen. Sie sind jetzt in Frankfurt. Aber sie ist raus und ich habe sie nicht aufgehalten. Das ist nicht Ihre Schuld, bitte. Sie sind hier in Sicherheit. Aber können Sie schauen, es ist ein Team vor Ort. Das kümmert sich um alle, die auf dem Flug waren. Okay, stopp. Dankeschön. Menschen helfen in psychischen Ausnahmesituationen. Das trainieren sie heute mit Schauspielern und neuen Bewerbern für das Special Assistance Team. Mario Stock ist der Einsatzleiter. Markus? Markus Petzold, der Ausbilder. Wollen wir kurz ein bisschen Feedback geben? Okay. Gut, es ist immer gleich zu erfahren, wer der Mensch ist. Name, wo kommt er her, wie auch immer. Also so gut wie er ansprechbar oder sie ansprechbar ist einfach. Ne? Und alles aufschreiben. Laura Huppel arbeitet bei der Airline wie alle hier. Empathie, Belastbarkeit und Stressresistenz sind Voraussetzungen für eine Mitarbeit im Einsatzteam. Hallo. Die Bewerber erhalten eine Traumaschulung für die psychosoziale Notfallversorgung. Am ersten Tag gehen wir durch, was ist eine Krise, was ist ein Trauma, was ist eine posttraumatische Belastungsstörung. Und, jetzt am zweiten Tag machen wir morgens noch mal so ein bisschen Wiederholung. Und dann gibt es auch noch so einen Berührungsatlas, wo man noch mal lernt, wer möchte vielleicht wo nicht angefasst werden. Und dann beginnen wir mit den Rollenspielen. Fast alle Airlines weltweit müssen Special Assistance Teams im Einsatz haben. Auslöser war der Lockerbie-Anschlag 1988. Ein Jumbo der amerikanischen Airline Pan Am explodiert über der Kleinstadt. 270 Menschen sterben. Da hat man dann gemerkt, dass wir weltweit eigentlich sehr, sehr schlecht aufgestellt sind und es für die Angehörigen oder Betroffenen überhaupt keine Unterstützung gab. Und seitdem muss jeder Reiseveranstalter, Airline, so ein Special Assistance Team zur Verfügung haben, stellen. Erste Hilfe leisten für die Seele. Sind die Bewerber dafür bereit? Können sie das? In Rollenspielen werden sie jetzt mit psychischen Notlagen konfrontiert. Condorflug DE493 mit einer Boeing 757, 265 Sitzplätze von Hurghada nach Frankfurt. Die Maschine ist im Landeanflug verunglückt. Es gibt Tote und Verletzte.
Die Medien spekulieren bereits, aufgrund der Internetmeldung haben sich bereits Angehörige am Flughafen Frankfurt eingefunden. Die Rolle der Angehörigen übernehmen Schauspieler. Sind Sie ein Angehöriger? Ich bin der Bruder. Der Bruder eines Gastes an Bord. Kann ich vielleicht einen Schluck Wasser Aber haben? natürlich. Das wäre super. Komm, warte. Penny! Kommst du mal bitte? Penny, kleine Maus, wo bist du? Kleinen Wo Moment. ist denn meine Tochter? Kleinen Moment. Der Kollege Wohin? Ah, kümmert hallo. sich um sie. Wo ist denn meine Tochter? Schönen guten Tag. Guten Tag, ja. Ich bin Tobias Schenk, ich bin für Sie jetzt hier Ihr Ansprechpartner. Gut. Darf ich Sie bitten, dass wir uns einmal hinsetzen? Ja, sehr gerne. Ich hole Ihnen mal Wo einen ist Stuhl. denn meine warten. kleine Maus? Penny! Bist du hier irgendwo, Penny? Nehmen Sie mal bitte Platz. So, Vielleicht sagen Sie mir erstmal, wer Sie sind. ja, ich bin Sarah Koch, Sarah die Koch. Mutter von Penny. Sie sind die Mama von Penny. Genau, und sie reist alleine. Sein Vater ist bei der Bruchlandung ums Leben gekommen. Ganz kurz nebenbei, weiß er das? Das weiß er schon, ja. Zum ersten Mal mein Kind mit verreisen lassen und sie lassen es einfach Ist da was passiert? Ist da was passiert? Ist was mit meiner Tochter? Bleiben Sie bitte sitzen. Bleiben Sie bitte sitzen. Setzen Sie sich. Möchten Sie was trinken? Oh. Möchten Sie was trinken? Darf ich Ihnen Wasser Nein, anbieten? ich möchte zu meiner Tochter. Ja, ich kümmere mich jetzt darum. Ich werde mir jetzt mal Infos einholen. Wenn Sie bitte ganz kurz sitzen bleiben würden, ja? Das ist meine Tochter. Meine Kollegen, mein Teamleiter, die sind schon dabei, die kümmern sich drum, aber die haben selber leider noch keine Info erhalten. Ja, aber das ist ganz selten. Ich kann das verstehen, aber wir müssen leider Gibt es vielleicht... Haben Sie irgendwie eine Freundin, die wir vielleicht verständigen können, dass sie zu Ihnen herkommt? So, ich habe neue Informationen. Das verletzte Kind ist ein Junge. Oh, Gott sei Dank. Danke schön. Ja? Danke schön. Es wird sich also gekümmert. Ja? Bleiben Sie hier. Ich bleib einfach Laufen hier. Sie mir bitte nicht und weg. meine kleine Maus kommt gleich zu Ihre mir. kleine Maus ist gleich wieder bei Ihnen. Ah, okay. Ich hatte überlegt. Ja, siehst du. Die Maschine wird stirbt. Dankeschön. Dann von meiner Seite erstmal vielen, vielen Dank. Die Rollenspieler, ihr habt es alle geschafft. Ja, ihr seid durch. Ihr könnt euch jetzt wieder entspannen. Ich weiß, das ist eine Riesenaufregung, solche Rollenspieler. Wie habt ihr euch gefühlt? Ja, ich fand es ein bisschen schwierig, weil er war natürlich sehr ruhig und ich immer so im Hinterkopf hatte, okay, hoffentlich kollabiert er jetzt gleich nicht oder was passiert jetzt als nächstes? Man muss am Anfang erstmal warten auf Infos und natürlich wollen die Angehörigen oder Mutter, Vater, was auch immer wissen, was ist hier los. Als der Vater dann halt tot war, war es schwierig, weil er einfach natürlich die vollkommene Traurigkeit, da kann man nicht viel helfen, außer zuhören, ihn weinen lassen, ne, das einfach da sein. Ne? Aushalten. Gefragt, ob es Angehörige jemand gibt, den man informieren kann, gab es auch nicht. Also es war es einfach nur ein bisschen bei ihm bleiben. Aber ja, da kann man einfach nur dabei bleiben und warten, was bräuchte er vielleicht gleich von mir, was kann ich ihm geben. Einfach genial, was ihr gemacht habt, weil auch da wieder gibt es kein Grundrezept. 3 unterschiedliche Sachen gleichzeitig. Wenn da plötzlich so viele Menschen sind, die, ich sag mal, 270 Leute, da hast du vielleicht 500 Leute, die da irgendwo betreut werden wollen. Das ist Stress. Es ist Stress pur, der Krach, ganz klar. Am Ende des Tages sind wir ein Team und wenn du irgendwo merkst, bei dir hätte ich jetzt gedacht, der ist kollabiert. Also ich hätte jetzt vielleicht gedacht, dass du die Hand hebst und sagst, ich brauche noch mal jemanden. Und da kannst du auch sofort Rückmeldung an uns geben. Ich bräuchte Unterstützung. Im Ernstfall arbeiten sie auch mit Psychiatern und Ärzten zusammen. Das Training heute eine wichtige Selbsterfahrung. Es ist auch ein Test für die Schüler, für die Teilnehmer, zu schauen, können die mit solchen Extremsituationen umgehen. Bin ich bereit, wenn die Alarmierung kommt, alles stehen und liegen zu lassen? Und bin ich auch bereit, in solch einen Einsatz zu gehen? Und schaffe ich das, in so einer Extremsituation da zu sein? Condor will das Team erweitern, von 60 auf 90 Mitglieder. Das hast du richtig gut gemacht. Insofern, Dankeschön. Ich finde, es gibt mir auch ein schönes Gefühl, wenn ich jemand anderem helfen konnte. Also ich war auch früher immer mal ehrenamtlich im Pflegeheim. Also das für jemand da sein und zu sehen, dass es ihm hilft, dass die andere Person sich besser fühlt. Ich glaube, das gibt einem so ein bisschen Genugtuung, also Helfersyndrom hat. Gut,
Dann vielen, vielen Dank. Der SAT-Kurs an und für sich ist hiermit beendet. Jetzt bitte ich euch, geht nach Hause, schlaft ein paar Tage drüber, macht euch Gedanken und meldet euch Ende nächster Woche bei mir. Und dann führen wir noch mal ein kurzes Gespräch und sagt mir, ob ihr euch das vorstellen könnt, im SAT-Team dabei zu sein. Dankeschön. Endspurt für die Crew aus Punta Cana. Noch knapp eine Stunde bis Frankfurt. Oh, heiß. Chef-Stewardess Petra Becker kümmert sich um das Frühstück in der Business Class. Eier, Croissants und Orangensaft serviert mit einem Hallo aus dem Cockpit. Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Hier spricht Ihre erste Offizierin. Mein Name ist Alina Heiduk und wie versprochen noch ein paar Informationen zu unserem Anflug. Wir werden pünktlich in Frankfurt landen. Aktuell befinden wir uns im französischen Luftraum über Paris. Dann geht es weiter über Luxemburg direkt Richtung Frankfurt. Und vorbei am Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Bonjour, Condor 227, flight level 400, over to Süd. Heute ist besonders viel Flugverkehr über Europa. Die Piloten sollen schon über Frankreich in den Sinkflug. Das ist ein Open Descent. Alina Heiduk Check. wird den Airbus landen. Nach 5 Tagen Auslandseinsatz sind sie wieder zurück in Frankfurt. Gear down. 2,500. Autopilot off. 1,000. Checked. Minimum. Continue. 100. 70. 60. 50. 40. 30. 20. Retard. 10. 5. Spoiler. Reverse streak. After landing checklist. Well done, predictive wind shear system. Off. After landing checklist complete. Hier links hast du Platz. Ich glaube, passt. Ja, sehr gut. Cabin crew, disarm doors. Hallo. Dankeschön. Wiedersehen, guten Heimweg. Tschüss. Adios. Fuel pumps. Off. Parking checklist complete. 9 Stunden Nachtflug. Geschafft. Feierabend. Als nächstes habe ich Bereitschaft. Ab Montag 4 Tage. Schauen wir mal, ob es da irgendwo hingeht oder ob ich zu Hause bleiben darf bzw. muss. Und dann Ende des Monats nach New York. Dienstag geht's wieder los. In die USA, nach Portland. Und dann auch eine Nacht oder 2, 3? Nee, ist ein bisschen länger. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, sind es 3. Ja. Viel Spaß und danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke. Brakes hot. Der Airbus A330 Neo ist 3 Stunden später schon wieder unterwegs. Nach Seattle. Time